Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fassilium Bochum. Wir sind hier vor unserem Becken mit den südamerikanischen Lungenfischen. Zwei Tiere haben wir hier bei uns in Bochum, ein Männchen und ein Weibchen. Und diese Tiere sind besonders spannend, denn diese Art ist nicht nur sehr, sehr alt, die verhält sich nämlich überhaupt nicht so, wie wir das sonst von Fischen kennen. Die Gruppe der Lungenfische ist sehr, sehr alt. Die gab es schon im Devon, im Erdzeitalter des Devons, also ungefähr vor 419 bis 318 Millionen Jahren. Von da kennen wir tatsächlich schon Fossilien dieser Fischgruppe. Das Devon war das Zeitalter der Fische. Also da haben sich die verrücktesten Fischarten gebildet und es ist schon erstaunlich, dass Lungenfische eben bis heute tatsächlich existieren. Damals gab es sie sowohl im Meer als auch im Süßwasser. Mittlerweile gibt es ungefähr 6 Arten dieser Tiere nur im Süßwasser. Der südamerikanische Lungenfisch ist eine Art und bewohnt eben die tropischen Flussregionen des großen Amazonasgebietes. Es sind also tropische Tiere und sind darauf spezialisiert, eben mit Regenzeit und Trockenzeit total gut klarzukommen. Also man muss sich vorstellen, wenn es dort im Regenwald mal richtig regnet, dann regnet es 6 Monate lang und die Wasserstände, die unterscheiden sich von bis zu 12 Metern. Das heißt, eine riesige Region ist tatsächlich überflutet, aber in der Trockenzeit zieht sich das Wasser auch zurück. Und es kann sein, dass eben Flussaltarme übrig bleiben, die dann in der Trockenzeit tatsächlich austrocknen. Umso besser ist es dann natürlich, wenn man sich kleine Strategien überlegt hat als Fisch, wie man damit klarkommt. Sehr warmes, flaches Wasser hat in der Regel wenig Sauerstoff. Und da kommen wir zu diesen Besonderheiten dieser Tiere, denn diese Lungenfische heißen nicht ohne Grund so, sie haben tatsächlich Lungen. Sie atmen in der Regel über die Kiemen, aber eben auch über diese Lungen. Und bei diesen Tieren hier ist es eben so, dass sie so daran spezialisiert sind, dass sie auch regelmäßig an die Wasseroberfläche kommen müssen und so wie wir auch frische Luft schnappen. Wenn man sie daran hindert, dann tatsächlich ertrinken diese Fische, genauso wie Menschen auch ertrinken würden. Das ist eine Anpassung eben an dieses sauerstoffarme Milieu. In der Regenzeit, wenn das Wasser sehr sauerstoffreich ist, dann brauchen sie das in der Regel nicht so häufig. Aber die Tiere kommen so ungefähr alle 5 Minuten mal raus und schnappen frische Luft. Dass diese Lungenfische sich so ungewöhnlich verhalten, das sieht man auch tatsächlich am wissenschaftlichen Namen. Lepidosiren paradoxa. Also paradoxa, Name ist Programm. Lepidosiren heißt übrigens Schuppenmolch. Und da kommen wir schon zur nächsten Besonderheit, denn diese Tiere sind zwar offiziell Knochenfische, aber sind ein totales Mysterium für die Biologen und Zoologen, denn neueste genetische Untersuchungen haben ergeben, diese Tiere sind tatsächlich eigentlich näher mit Amphibien verwandt als mit anderen Fischen, zum Beispiel Haien oder anderen Knochenfischen. Und wenn wir uns das Tier anschauen, dann wirkt es zwar wie ein langer, großer Fisch mit Schuppen, aber der Kopf, der erinnert schon auch an einen Molch. Und wenn wir uns das nächste spannende Gebiet anschauen, nämlich die Reproduktion, also die Vermehrung, dann stellen wir erstmal fest, so wahnsinnig viel wissen wir davon noch gar nicht, aber das, was wir wissen, ist wirklich besonders. Die Weibchen und die Männchen, die kann man wunderbar an den hinteren Flossen erkennen, denn die Männchen, die haben fransige Hinterflossen. Warum ist das so? Das brauchen die Männchen tatsächlich für die Bebrütung der Eier. Das Männchen gräbt eine Röhre von bis zu einem halben Meter Tiefe. Die ist nicht wahnsinnig breit, nur ungefähr 20 cm im Durchmesser, damit die Tiere eben auch noch Platz darin finden. Und am Grund dieser Höhle legt das Weibchen seine Eier. Wie viele? Es wird geschätzt zwischen 10 und 100, also man sieht, man weiß es auch noch nicht so genau. Und das Männchen muss jetzt dafür sorgen, dass genug Sauerstoff beim Gelege ist. Wie macht es das? In der Röhre ist natürlich relativ wenig Wasseraustausch. Das Männchen atmet Luft, reichert sein Blut mit Sauerstoff an und dann schwimmt es wieder in die Röhre, in die Höhle und über seine fransigen Hinterflossen gibt er
sozusagen im Gegensatz zu dem, was Kiemen machen, Sauerstoff aus seinem Blut an das umgebende Wasser ab. Total spannend. Und naja, man schätzt, nach ungefähr einem Monat schlüpfen dann Jungtiere. Davon hat man schon welche gefunden, die sehen aus wie kleine Molche. Wir kennen das zum Beispiel vom Axolotl oder auch vom heimischen Feuersalamander, dass die kleinen Molche fransige Kiemen außerhalb des Körpers haben. Das haben diese Tiere auch. Die sehen wirklich aus wie ein kleiner Molch. Und nach ungefähr 14 bis 20 Tagen bilden sich diese Kiemen zurück. Dann haben sie wieder ganz normale innenliegende Kiemen, wie wir das von anderen Fischen auch kennen. Und dann beginnen sie auch mit der Atmung von atmosphärischem Sauerstoff. Wir sehen also, Lungenfische sind keine typischen Fische. Und jetzt kommt noch etwas anderes, Besonderes, denn wir haben schon gelernt, in der Trockenzeit ist das Wasser sehr sauerstoffarm. Es gibt tatsächlich Gebiete, da trocknet so ein See tatsächlich ganz ein. Und die Lungenfische haben sich auch daran angepasst. Sie vergraben sich nämlich im feuchten Schlamm und bilden eine Art Schleimkokon um sich herum. Und ihr Stoffwechsel wird stark heruntergefahren. In diesem Schleimkokon gibt es eine kleine Öffnung, die mündet in einer kleinen Schlammröhre und geht eben bis an die Oberfläche, sodass die Tiere weiterhin atmen können. Sie atmen aber nicht mehr alle 5 Minuten, wie wir das vorher schon gehört haben, sondern nur noch alle paar Stunden einmal. Und diese Trockenstarre, die dient eben dazu, mehrere Monate zu überleben, bis die nächste Regenzeit anfängt. Also diese Tiere werden durchaus alt, man schätzt 20 Jahre, und die können eben diese trockenen Zeiten wunderbar in dieser Starre überstehen. Sobald es wieder anfängt zu regnen und der Schlamm schön nass ist und ungefähr einen halben Meter Wasserstand über der Schlammkante ist, fangen die Tiere tatsächlich wieder an, ihren Stoffwechsel zu erhöhen und wachen auf und kommen dann eben auch wieder raus und leben ganz normal weiter. Die Lungenfische sind super spannende Tiere, super spannende Fische. Gerade ich als Aquarianer liebe die natürlich sehr. Und die Lungenfische zeigen total gut, wie sich die Natur anpasst und immer wieder was Neues einfallen lässt und an einigen Dingen auch einfach festhält, weil sie total erfolgreich sind. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.